Einen wunderschönen guten Morgen hier vom Münchner Flughafen. Wir haben heute das Vergnügen und dürfen wieder ein Fahrzeug überführen. Es ist ein XC60 Volvo. Es geht vom Münchner Flughafen aus nach Berlin. Dort verbringen wir auch eine schöne Woche und ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit, sondern legen gleich los. Wir sind jetzt hier gerade in der Tiefgarage von Münchner Flughafen bei Enterprise und den anderen Autovermietungen. Wir fahren jetzt mit 2 Autos rüber. Philipp in dem einen, in seinem eigenen. Ich fahre jetzt mit dem Mietwagen. Das ist natürlich auch das Schöne an dem Job, dass man immer wieder die Möglichkeit hat, das eine mit dem anderen zu verbinden. Ich zeige euch das Auto und let's go. Freunde, wir sind angekommen in Berlin. Ich stehe jetzt hier gerade eben schon vom Autohaus. Die Fahrt war angenehm. Es waren ca. 600 Kilometer vom Flughafen München bis hierher. Ging eigentlich alles recht zügig und flott. Hier und da mal ein bisschen Berufsverkehr und einen Berufsverkehr mitgenommen, aber es ging schon klar. Ich gebe das Auto jetzt ab. Es hat alles super gepasst. Volvo hat Spaß gemacht zu fahren. Die Bedienung jetzt vom Multimedia-System ist nicht ganz meins, aber ist ja individuell oder persönliche Präferenz, aber ist halt meine Meinung. Die Woche steht einiges an in Berlin. Wir nehmen euch ein bisschen mit. Wir arbeiten generell ein bisschen an der Selbstständigkeit. Wir arbeiten ein paar Konzepte aus, wie es auch weitergehen soll. Vor allem jetzt mit dem YouTube-Channel und mit den ganzen anderen Social-Media-Plattformen. Am Ende der Woche, am Sonntag, gibt es dann noch ein kleines Special. Da könnt ihr euch gefasst drauf machen. Das wird ein richtig geiles Ding. Da freue ich mich jetzt halt schon drauf. Aber ich mache jetzt einmal das Protokoll fertig, verliere keine Zeit, bevor mich die Leute hier blöd anschauen, warum ich hier so lange im Auto hocke. Und dann geht es auch schon weiter zur Unterkunft. Freunde, wir sind endlich angekommen. Wie ihr es mir ansehen könnt, ich bin schon fix und fertig. Deswegen halten wir das jetzt halt gar nicht so lange. Wir haben eine Wohnung jetzt halt außerhalb von Berlin gefunden. Da nehmen wir uns jetzt halt aktiv die Zeit, eine Woche wirklich an unserer Selbstständigkeit zu arbeiten. Wir machen jetzt halt noch die Planung für morgen und auch für die nächsten Tage und dann legen wir uns ins Bett. Freunde, wir sind gut in den nächsten Tag gestartet. Wir haben schon einiges dabei geschafft, ein bisschen am Channel gearbeitet, Video geschnitten und ein paar neue Konzepte überlegt. Von gestern ist es ja noch übergeblieben, dass wir die Kennzeichen zur Post bringen müssen und dem Kunden dann schicken müssen. Ansonsten gehen wir noch mal ein bisschen einkaufen und mal ein bisschen die Gegend noch mal erkunden, weil wir sind hier wirklich mitten in der Natur drin, genießen es, lassen uns ein bisschen auf uns einwirken. Vielleicht sammeln wir noch ein bisschen Ideen und dann mal gucken, was heute Abend ansteht. Aber genau so muss es weiterlaufen, so soll es weiterlaufen. Wir haben echt eine Menge Spaß. Und dann sehen wir uns im nächsten Step. Wir sind jetzt ja gerade eben auf dem Weg zur Postfiliale und wollen die Kennzeichen abgeben. Aber hier herrscht ein bisschen Weltuntergangsstimmung. Ich zeige es euch mal. Es regnet wirklich sehr extrem. Alle Autos fahren schon jetzt sehr, sehr langsam. So gut wie alle Menschen sind schon auch rausgegangen oder rein in die Häuser. Aber wir fahren hier wirklich gerade die ganze Zeit konstant mit 30 km/h. Weil man auch nichts erkennt. Ich weiß nicht, ob man das im Video jetzt so gut einfassen kann, aber teilweise sieht man wirklich nicht mal mehr vor sich. Halleluja. Hallo. Hi. Ich würde gern die Kennzeichen verschicken. So, dann haben wir es auch geschafft. Wir haben die Kennzeichen jetzt erfolgreich abgegeben, hat alles gepasst soweit mit Sendungsverfolgungsnummer und allem weiteren. Du und Sturm sind wir auch heil gekommen. Jetzt sind wir gerade noch ein bisschen am Einkaufen, damit wir es noch gemütlich haben in der Unterkunft. Freunde, der erste ganze Tag neigt sich jetzt allmählich dem Ende zu. Wir haben es jetzt endlich geschafft. 2 Videos sind fertig, Rotterdam und Porto. Rotterdam wird das erste sein, was wir uploaden. Genau, deswegen sind wir heute wirklich sehr zufrieden. Morgen stehen dann nur ein paar Abläufe, die im Hintergrund stattfinden, die wir dann durchgehen werden. Ansonsten sprechen wir uns einfach sonst noch untereinander ab, wie wir alles weitere jetzt halt planen werden. Da nehmen wir euch mit. Und jetzt genießen wir den Abend, haben nochmal viel Spaß und feiern uns für unseren heutigen Erfolg.
Freunde, wir starten heute ganz gut in den Tag. Gleich mal mit einem 10 Kilometer Lauf. Jetzt geht es hier nicht um Schnelligkeit, sondern einfach, dass wir unseren Körper mal wieder ein bisschen aktivieren. Nach dem ganzen Rumsitzen. Und vor allem, gestern hat es den ganzen Tag geregnet. Und heute sieht schon viel besser aus. Jetzt gucken wir mal, wie es läuft. Und danach setzen wir uns wieder ran und arbeiten weiter. Jetzt genießen wir erstmal den Lauf. Wie viele Kilometer haben wir gelaufen? 10 in einer Stunde. Glatt 10? Bisschen 10, 1 oder sowas. Okay, Freunde, wir sind fertig mit Joggen. Wir sind also ein bisschen mehr als 10 Kilometer gelaufen. In einer guten Stunde. Ist jetzt keine Topzeit, aber war auf alle Fälle mal wieder nötig. Nach so einer langen Zeit, wo man inaktiv ist, keine Zeit fürs Fitnessstudio hat, nicht irgendwie zu Hause Sport macht. Da finde ich das Laufen eigentlich immer ganz geil. Ich bin kein Fan davon, aber das nagt an der Seele. Deswegen, wir gehen uns jetzt halt noch ein bisschen aus, machen noch mal ein paar kleine Stretching-Übungen und duschen, machen uns fertig und starten jetzt einmal in den Tag mit einem Frühstück. Und dann geht es gleich wieder ran an die Arbeit. Die Sonne schaut wieder ein bisschen raus. Ja, ist ganz cool. Wir sind gerade eben mit dem dritten Video fertig geworden. Das war die Nürnberg-Fahrt. Auch ein crazy Video. Ein bisschen kürzer als Rotterdam und Porto. Aber darauf könnt ihr euch auch gefasst machen. Ich bin gespannt über die Resonanzen. Und auch generell jetzt halt, wenn man die letzten 1-2 Wochen hier Revue passieren lassen, wie viele Fahrten wir absolviert haben, wie viel neuer Input auch hier in Berlin geschaffen worden ist. Ist wirklich kaum in Worte zu fassen. Einfach sehr, sehr geil. Ich freue mich wirklich auf eure Meinung. Schreibt bitte in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet, was ihr verbessern würdet, was ihr euch wünschen würdet. Und außerdem haben wir noch eine gute neue Nachricht. Am Montag, den 27.05. fahren wir von Freiburg nach Nantes. Das mache ich dann im Solo. Filme mich selber, sammle die Eindrücke. Und ja, ich freue mich auf die Fahrt. In Berlin angekommen. Wir waren gerade eben in der Mall of Berlin, sind ein bisschen hier rumgelaufen, haben geschaut, was es hier so gibt. Aber inzwischen haben wir ein bisschen Hunger bekommen. Wir haben einen ganz guten Tipp bekommen, dass es in der Nähe einen guten Dönerladen geben soll. Schreibt mal in die Kommentare, wo es eurer Meinung nach den allerbesten Döner in Berlin gibt. Oder vielleicht auch in eurer Stadt, wenn ihr nicht aus Berlin seid. Weil vielleicht komme ich da mal vorbei und esse dann Döner. Wäre natürlich auch mal cool, wenn man sich auch so mal auf den Touren trifft. Ja, und wir springen jetzt halt gleich mal rüber zum Döner. Hi, servus. Wir hätten gern 2 Gemüsedöner, bitte. Nee, vielen Dank. Welche Suppe das? Was ist die eine Cocktail oder? Das ist Kräuter, das ist Knoblauch, Honig, Sesam und Schaf. Ich würde einmal Kräuter nehmen, bitte. Kräuter. Einmal für dich. Salat mit allem? Ja, bitte. Freunde, wir sind jetzt halt hier beim Oggis Gemüsedöner. Wir schauen mal, was er kann. Wir haben auf jeden Fall nur Gutes gehört. Man sieht auf jeden Fall die Schlange. Es sammelt sich ein bisschen was an. Wir haben jetzt halt, glaube ich, 20-30 Minuten gebraucht, oder? 20-30 Minuten so in etwa. Aber bevor der kalt wird, lassen wir ihn uns schmecken. Und so sieht der Döner aus. Also der kann auf jeden Fall was. Ein bisschen klein, aber wenn die Qualität und der Geschmack stimmt, ist es ja auch egal. Ich nehme euch mal gleich mit bei dem allerersten Bissen, Freunde. Schön crunchy, der kann was. Knusprig, sehr gut. Und was auch gut ist, man kann den gut essen. Es fliegt nicht alles raus. Also wenn ihr vorbeischauen wollt, Oggis Gemüsedöner in der Döbenitzer Straße 1, schaut vorbei und holt euch auch einen Döner. Wir sind fertig mit dem Döner. Der hat sehr gut geschmeckt, kann man gar nicht sagen. Soße war geil. Wir beide haben einen Gemüsedöner probiert. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, auch für euch, wenn ihr mal hier irgendwo in Berlin unterwegs seid. Lohnt sich auf jeden Fall dahin zu fahren und den Döner zu essen. Jetzt sind wir auf dem Weg wieder zurück nach Hause in unsere Unterkunft und arbeiten dann weiter.
Bei uns steht jetzt halt selbst nicht mehr so viel an. Wir packen unsere Sachen und genießen einfach noch die letzten Momente hier. Und sind gespannt auf den nächsten Tag. Die große Challenge steht bevor. Dann die Heimreise nach München wieder. Und die Woche neigt sich dann auch schon dem Ende zu. Und ich bin gespannt, auch was ihr sagt, ob es wirklich eine Steigerung auch zu erkennen gibt. Also ob ihr sagt, ja, die Videos werden von Mal zu Mal besser. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Und jetzt genießen wir hier noch den wunderschönen Abend am Steg. Wir sind jetzt halt hier angekommen, haben uns angemeldet, alle Papiere ausgefüllt. Man sieht es im Hintergrund schon, es füllt sich. Unsere Startzeit ist um 13:40 Uhr. Wir haben noch knapp 25 Minuten, also relativ entspannt. Wir wärmen uns ein bisschen auf und dann geht es auch schon los. Also jetzt sehen wir noch relativ fit aus. Ich bin gespannt, wie es danach aussehen wird. Ab den ersten Kilometern, 18 Kilometer haben wir insgesamt vor uns, 30 Hindernisse. Wird knackig, die Sonne scheint, die Leute sind gut drauf und wir haben Bock. 4, 3, 2, 1. Die Challenge hat begonnen. Wir sind bei Kilometer 1. Alles noch recht lustig. Gleich am Anfang mal nass gemacht worden. Und 18 Kilometer haben wir vor uns. Das wird eine Challenge. Und das Lächeln verlieren wir auf jeden Fall nicht. Das ist das Ziel. Es ist eiskalt. Das erste Drittel ist geschafft, 6 Kilometer sind hinter uns. Wir haben schon unzählige Hindernisse abgeschlossen. Zwischendurch mal was zu trinken bekommen. Eine Banane, einen kleinen Snack. Wir sind pitschnass, voll in Schlamm gebadet, Sand. Das hängt überall. Aber noch stehen wir hier, Wir geben Gas. Wir haben jetzt die 12 Kilometer geschafft. Hier schon vom nächsten Hindernis. Das ist so eine Art Wandabstützen und man muss sich hochschlängeln. Ist ganz cool. Energietechnisch geht es uns eigentlich gut. Wir haben noch mal einen kleinen Snack und ein paar Drinks bekommen. 6 Kilometer stehen noch auf dem Plan, aber das sollten wir hinkriegen. Das letzte Jahr, als wir dabei waren und nur die 12 gelaufen sind, da ging uns schon bei 7 Kilometer die Puste aus. Jetzt sind wir bei Kilometer 12 und uns geht es fantastisch. Die letzten Meter vor der Ziellinie. Ihr hört es. Komm, Proggy! Zusammen! 3, 2, 1 und Bix! Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. 18 Kilometer. Heftig, brutal. Wir machen uns mal kurz frisch. Dann gibt es ein Update. Wir haben es geschafft. Die 18 Kilometer sind hinter uns. Wir sind beide geschaffen. Aber Champions oder Sieger lassen sich nicht davon aufhalten. Wir geben weiter Gas. Es geht jetzt nach München zurück und von dort aus nach Frankreich. Das seht ihr aber alles in der nächsten Folge. Deswegen weiterhin einschalten und bis zum nächsten Mal.